Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine frühlingsfrische Joghurt-Pfirsich-Sahnetorte. Es ist eine ganz einfache Torte und man kann sie zu jedem Anlass backen. Sie besteht aus einem einfachen Rührteigboden und einer leckeren, frischen Joghurt-Sahnecreme mit Pfirsichen natürlich und obenauf einem Pfirsichspiegel. Und man kann sie natürlich nach Belieben noch aufpimpen mit Sahnehäubchen, mit Dekoration, was man möchte. An der Seite kann noch was angebracht werden. Ich werde sie heute so einfach wie möglich zeigen. Einfach so eine Art Grundtorte. Und ihr könnt sie dann nach Belieben ausdekorieren. Ich möchte auch alle Neuen hier auf dem Kanal ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass ihr alle hergefunden habt. Ich freue mich über so viele neue Leute, die hier zuschauen und freue mich auch, wenn ihr auch unsere Vlogs gerne anschaut, die ich immer mal zwischendurch hochladen werde. Also immer jeden Sonntag um 10 Uhr wird hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo online gehen und die nächste Zeit unter der Woche, ihr habt es ja vielleicht auch schon mitgekriegt, wir haben ein neues Wohnmobil. Dazu verlinke ich euch gerne den Vlog auch nochmal hier oben auf dem kleinen i und schreibe es auch in die Infobox nochmal. Also unser neues Wohnmobil, damit touren wir, sofern es denn geht, sofern Corona das zulässt, durch die Gegend und nehmen euch da natürlich auch gerne mit. Ich habe schon die ganzen Osterferien entlang mitgefilmt, ganz fleißig und würde euch da gerne was zeigen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob euch das interessiert und ob ihr das so akzeptiert auf dem Kanal als sozusagen das Zweite, was ich euch zeigen möchte, neben den Torten. Die kommen natürlich immer noch jeden Sonntag um 10 Uhr, aber ich möchte halt auch gerne noch so ein bisschen was einfach euch mitnehmen und von unseren Reisen euch zeigen. Ihr seht, dass ich mich sehr freue darüber. Es macht riesen Spaß, mit dem neuen Wohnmobil unterwegs zu sein. Ja, und es ist natürlich etwas ganz Besonderes, was für die nächsten Jahrzehnte für uns unser Leben verändern wird. Und da sind wir halt sehr, sehr glücklich darüber. Lang geschwätzt, wir gehen gleich in die Zubereitung unserer neuen frühlingsfrischen Joghurt-Pfirsich-Sahnetorte. Als erstes geben wir uns für den Rührteig die weiche Butter in eine Schüssel. Alle genauen Mengenangaben findet ihr übrigens bei mir auf dem Blog. Den verlinke ich euch hier unten in der Infobox. Da könnt ihr dann das Rezept auf meinem Blog auch ausdrucken und nochmal nachlesen. Zucker dazu und noch etwas Vanillezucker. Und das Ganze jetzt schön weißcremig verrühren. Also wirklich, dass die Butter ihre Farbe verändert von gelb nach weiß. Das kann schon etwas dauern, so ungefähr 10 Minuten mit dem Handrührgerät müsst ihr schon rühren. So, wenn das Ganze so schön schaumig geschlagen ist, dann können wir uns nach und nach die zimmerwarmen Eier unterrühren. Ich habe mir in der Zwischenzeit den Ofen auch schon vorgeheizt auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft könnt ihr auch verwenden. Also hier sind meine Eier. Die gebe ich mir jetzt nacheinander dazu und verrühre sie einzeln. Hier vielleicht mal ein bisschen runterkratzen, damit auch wirklich alles mitkommt. Das Ei wieder verrühren. Das letzte Ei hinzugeben und ihr seht, wie schön die Masse jetzt schon wird. Und sollte sie etwas grisseln, ist das nicht so schlimm. Es kommt ja dann gleich auch noch das Mehl hinzu, also das macht nichts. Das Grisseln liegt nämlich immer nur an dem Temperaturunterschied, der eventuell zwischen den Massen besteht, also zwischen der Butter-Zuckermasse und den Eiern. So, unsere Butter-Zucker-Eiermasse ist fertig. Jetzt können wir uns Mehl, Backpulver und Stärke miteinander vermischen, noch ein bisschen Salz hinzugeben, das Ganze hier drüber sieben und unterheben und dann ist unser Boden auch schon fertig. Das kurz beiseite stellen und wir nehmen uns das Mehl, vermischen das mit der Stärke, einen Teelöffel Backpulver und etwas Salz. Salz darf natürlich nie fehlen. Das Ganze vermischen wir uns schön, dass das Backpulver nicht irgendwo hängen bleibt in der Ecke, sondern sich wirklich gut mit dem Mehl verbindet und mit der Stärke. Und die Stärke dient hier dazu, das Mehl einfach feiner zu machen. Das ist dann so ein schönes Kuchenmehl, was den Kuchen einfach fluffiger macht.
Und ihr könnt die Stärke auch durch Kakaopulver ersetzen, dann habt ihr einen dunklen Boden. Also wieder ein schönes Grundrezept. So, jetzt geben wir uns das Ganze hier über unsere Masse und sieben das gerade darüber. Und rühren jetzt das Mehl ganz kurz einfach noch unter. Auf niedriger Stufe. Das ist dann wie ein Unterheben. So, und hier höre ich auch schon auf und nehme jetzt einfach nur noch meinen Spatel. Schau, dass hier der Rand noch mit reinkommt. Das Wichtige bei einem Rührteig ist, dass man einfach, sobald das Mehl untergerührt ist, nicht mehr lange rührt. Das ist ein häufiger Fehler, dass gedacht wird, ja, bei einem Rührteig, da muss ich das Mehl ganz lange verrühren. Nein, es ist so, Butter, Zucker und die Eier, die dürfen lange verrührt werden. Das Mehl hingegen nicht. Und warum nicht? Weil es sonst zäh wird, der Kuchenteig. Also je länger man jetzt hier verrührt, desto zäher wird das Ganze. Und ihr seht auch, ob ein Kuchenteig gut ist, wenn er euch so reißend vom Löffel fällt. Und das ist jetzt der Fall. Den geben wir jetzt in unsere vorbereitete 26 cm Springform. Die sollte gefettet und gemehlt sein. Und dann können wir ihn auch schon backen. Und zwar bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Circa 20 Minuten. Stäbchenprobe natürlich nicht vergessen. Das Ganze glatt streichen. Und es gibt ja nur einen dünnen Boden, aber man kann ihn etwas höher kriegen, wenn man eine kleinere Springform verwendet. Dann wird er etwas dicker, logischerweise. Schauen, dass man ihn schön gleichmäßig verteilt. Mit der Palette schön glatt streichen nochmal am Schluss. Dann geht es am einfachsten. Und das Ganze wird richtig schön glatt. So, fertig für den Backofen. Das Ganze kann jetzt gebacken werden. Wie gesagt, bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Circa 20 Minuten. Bitte die Stäbchenprobe nachher nicht vergessen. Bei mir ist der Boden jetzt doch schon schneller fertig geworden. Also so nach 15 Minuten habe ich gedacht, oh, ich schalte mal die Hitze etwas runter. Also 15 bis 20 Minuten und dann ist er auch schon fertig. Und ich habe ihn jetzt bei knappen 170 Grad gebacken. Also ein bisschen gucken, dass euer Ofen da nicht überbäckt. Dabei bleiben, das geht schnell. Ich hole ihn jetzt raus und dann werdet ihr sehen, er ist wunderschön geworden. So, da ist unser Boden und ja, er ist wirklich fertig und lang genug gebacken, wahrscheinlich sogar ein bisschen zu lang. Also 15 Minuten solltet ihr ihn auf jeden Fall backen und dann mal nachschauen. Und wie gesagt, das hängt immer so ein bisschen vom Ofen ab. Ist auf jeden Fall durch und man sieht es auch hier an dem Spalt, der hier entsteht, dass ein Boden fertig ist. Ihr riecht es sicher auch, wenn euer Kuchen fertig geworden ist. Wenn es so richtig schön anfängt zu duften, dann ist alles Backwerk fertig. Genau, wir lassen uns jetzt den Kuchenboden etwas auskühlen. Erstmal wie immer in der Form 10 Minuten, dann natürlich vollständig. Am besten macht ihr das über Nacht und bereitet den Boden am Vortag zu. Dann müsst ihr jetzt nicht so lange warten. Ich werde den Boden bei mir jetzt auf den Balkon stellen, damit er schneller abkühlt und werde mich dann an die Sahne-Joghurt-Zitronen-Pfirsichcreme machen. Und da freue ich mich schon drauf. Schon allein die Zutaten hören sich so lecker frisch und fruchtig an. Während jetzt der Boden draußen abkühlt, ihr könnt übrigens natürlich auch den hellen Biskuit, meinen hellen Biskuit verwenden oder den dunklen Biskuit, ganz wie euch das am besten gefällt. Ich verlinke euch die beiden Biskuits hier oben nochmal auf dem kleinen i. Da habe ich alle Tipps und Tricks zum Gelingen eines guten Biskuitbodens und natürlich auch eines guten dunklen Biskuitbodens. Aber dieser hier ist ja ein Rührteig, ist mal was anderes. Also, während dieser Boden jetzt draußen abkühlt, werde ich mir meine Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Einfach so ein bisschen unterdrücken und die braucht jetzt so 5 Minuten und dann ist sie auch schon sehr aufgesogen und aufgequollen und weich und dann kann man sie ausdrücken und auflösen.
Keine Angst vor Gelatine, es geht ganz einfach. Und ich werde euch Schritt für Schritt zeigen, wie es geht. Auch wenn ihr das noch nie gemacht habt, traut euch einfach ran. Und bei der Agatine ist es so, da muss man meistens die Flüssigkeit mit der Agatine etwas aufkochen, ungefähr 2 Minuten sprudeln kochen lassen und dann bindet auch alles schön ab. Die stellen wir uns gerade beiseite und schlagen uns in der Zeit die 400 Milliliter Sahne steif. Ich werde öfter gefragt, wie ich es hinkriege, dass meine Sahne so wenig spritzt. Meine Sahne spritzt natürlich auch so ein bisschen, aber ich mache das immer so, dass ich sie erst ein bisschen anschlage auf geringerer Schnelligkeit des Rührers sozusagen und dann erst richtig hochschalte. Und wenn sie einfach schon so ein bisschen Festigkeit hat, bevor man so ganz hochschaltet, dann spritzt es auch nicht so. Genau. Also das machen wir jetzt. Erst anschlagen. Und den Rührer auch möglichst gerade halten. Man muss gar nicht so viel hin und her rühren am Anfang. Dann spritzt das auch nicht so arg. Und langsam hochschalten. Wenn die Sahne so schön steif geschlagen ist, dass ein Schnitt sichtbar bleibt, dann können wir die uns gerade noch in den Kühlschrank stellen und uns um den Joghurt, den Zitronensaft und die anderen Zutaten für die Zitronen, Sahne, Pfirsichcreme kümmern und die verrühren. Also das erstmal beiseite stellen. Ihr seht übrigens, auch bei mir hat es ein bisschen gespritzt. So, und jetzt können wir uns auch schon unsere Joghurtcreme vorbereiten. Und dafür werden wir uns das griechische Joghurt, ich habe jetzt hier griechisches Joghurt, ihr könnt natürlich auch ganz normales nehmen, 500 Gramm in eine Schüssel geben. Ich finde immer, griechischer Joghurt schmeckt am besten. Oder griechisches Joghurt. Ich glaube, man kann beides sagen. Ist immer schön, wenn man sich dann mal irgendwie entschieden hat, ne? Griechisches oder griechischer Joghurt. Wie sagt ihr es? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie es heißen muss. So, dazu kommt jetzt der Zucker. Wieder ein Tütchen Vanillezucker. Und ich nehme jetzt hier noch etwas von meiner Zitronenschale, die ich übrig habe, denn ich habe hier Zitronensaft genommen, den ich schon so, also den habe ich jetzt nicht frisch gepresst, sondern eingekauft. Deswegen nehme ich jetzt hier meine fertige Zitronenschale aus der Konserve. Die Zitronen, die ich verwende, die reibe ich mir immer ab und dann trockne ich meine Schalen und so habe ich immer Zitronenschalen daheim, auch wenn ich jetzt keine frischen Zitronen verwende. Das Ganze erstmal verrühren. Ich gebe jetzt auch noch die 140 Milliliter Saft hinzu, Zitronensaft. Und verrühre das Ganze. Das Ganze ist natürlich durch den vielen Zitronensaft jetzt etwas flüssig und schmeckt aber dafür natürlich wahnsinnig lecker zitronig. Ich werde mal einmal naschen, ob es nicht zu arg ist. Schmeckt absolut fantastisch, total erfrischend. Wie eine Zitronencreme. Wem es zu sauer ist, der soll gerne noch etwas Zucker hinzufügen. Ich finde es genau richtig so. Und es kommt ja auch noch die Sahne dazu und die Pfirsiche. Insofern also eine super erfrischende Torte. Ja, und jetzt haben wir hier unsere eingeweichte Gelatine und ihr seht, wie sich jetzt die einzelnen Blätter richtig vollgesogen haben mit Wasser. Und jetzt ist es wichtig, die Gelatine auszudrücken. Dann nehme ich mir hier so ein kleines Schälchen beiseite. Nehme die Gelatine einfach in die Hände und drücke sie zwischen den Händen aus. Ein bisschen Wasser darf ruhig noch drin verbleiben, aber nicht so arg viel. Kommt dann hier in mein Schälchen. Dann gucke ich, ob ich alles habe. Ja, und den Rest, den kann ich jetzt entsorgen. Und jetzt mache ich das so, dass ich die Gelatine einfach in der Mikrowelle ganz kurz schmelzen lasse, kurz erhitze. Wirklich nur kurz und bei niedriger Mikrowellentemperatur, denn sie darf nicht kochen. Dann funktioniert es nicht. Und wenn ihr das auf dem Herd macht, genau das Gleiche. Einfach nur erhitzen ganz kurz und dann gleich verrühren. Und dann schmilzt die Gelatine auch schon und löst sich auf. Ja, und so sieht die Gelatine jetzt aus nach der Erhitzungszeit in der Mikrowelle. Ich verrühre sie noch mit meinem kleinen Rührbesen hier, damit ich auch sicher gehe, dass wirklich kein Stückchen mehr drin ist. Also es wird einfach so eine klare Flüssigkeit.
So, und jetzt ist es natürlich so, dass die etwas warm ist, logischerweise durch das Erhitzen. Und wenn wir die Gelatine jetzt hier in unsere kalte Joghurtcreme hineinrühren würden, einfach so, dann würde sie sofort klumpen und alles wäre hinüber. Deswegen muss man die beiden Temperaturen angleichen. Und das machen wir jetzt, indem wir hier angleichen. Dazu brauchen wir einen Esslöffel und rühren uns jetzt von der Joghurtcreme so etwa 3 bis 6 Esslöffel hier in die Gelatine. Und am besten unter ständigem Rühren. 1, ich kleckere da meistens, aber ja, so ist das halt. Schön nah ranschieben. 2, 3 und viele Rezepte schreiben 3 Löffel. Ich nehme immer 6, fast immer, weil dann die Temperatur einfach besser angeglichen ist. Und ich klecke auch fast immer. Sehr schön. Und ja, das ist immer noch so ein bisschen warm hier, aber schon besser und nicht mehr so extrem heiß. So, und da die Temperaturen jetzt schön angeglichen sind, können wir uns jetzt dieses Gelatinegemisch hier hineinrühren. Am besten unter ständigem Rühren. Immer so peu à peu. Und jetzt können wir diese Creme so ein bisschen angelieren lassen, am besten im Kühlschrank, so ein paar Minuten. Und wenn man merkt, dass es so schon ein bisschen dicklich wird, dann kann hier auch schon die Sahne untergezogen werden. Und die Creme ist fertig, um sie auf den Boden zu geben. Vorher aber werden wir noch den Boden mit der Hälfte der Pfirsiche belegen. So, ich habe einfach hier so eine Dose Tortenpfirsiche. Das ist eine große Dose und den Sud muss ich mir auffangen. Die Pfirsiche natürlich sehr gut abtropfen lassen. Und jetzt können wir mal nach unserem Boden schauen. Der müsste eigentlich inzwischen schon abgekühlt sein. Der war bei mir jetzt draußen. Draußen ist es kalt, also das geht recht schnell. So, der Boden ist tatsächlich gut abgekühlt. Den gebe ich mir jetzt hier auf meine Tortenpappe und auf meinen Drehteller. Ich stelle mir einen Ring darum. Ihr könnt da natürlich auch den Springformrand verwenden, wenn ihr keinen Tortenring habt. Und jetzt werde ich hier auf dem Boden die Hälfte der abgetropften Pfirsiche verteilen. Einfach kleine Würfel schneiden, dann hat auch jeder viel Pfirsich in seinem Stück. Schön verteilen. Und wie gesagt, die Hälfte sollte übrig bleiben. Die brauchen wir nämlich noch für den Spiegel am Ende. So, jetzt kommt die leckere Zitronen-Joghurtcreme dran. Und zwar werden wir die uns jetzt noch mit der Sahne verfeinern. Und jetzt das Ganze schön sanft unterziehen unter unsere leckere Zitronen-Joghurtcreme. Und ich kann euch sagen, das merkt man ja schon an den Zutaten, das wird einfach fantastisch lecker. So eine richtig schöne frühsommerliche Torte. Kann man auch im Sommer servieren, schön gekühlt, zu einer Gartenparty. Also die kann euch jetzt den ganzen Sommer begleiten, ganzen Frühling und Sommer. Noch ist ja kein Sommer, leider. Wunderschön. Hat auch eine wunderschöne Farbe. So, und wenn ihr das Ganze so schön verrührt habt, dass wirklich alles schön homogen ist, dann kann das Ganze schon auf unseren Tortenboden gegeben werden. Die Creme jetzt glatt streichen oder glatt rütteln. Ich mache das am liebsten immer mit der Palette, das geht am besten. Lässt sich sehr gut verteilen, weil sie noch sehr flüssig ist. Und die Creme muss jetzt für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank. Besser natürlich immer über Nacht oder länger, aber auf jeden Fall 1 Stunde. Dann können wir erst die finale Schicht mit den Pfirsichen oben aufgeben. So, mein Boden ist in der Kühlung und ich werde mir jetzt die restlichen Pfirsiche hier kurz pürieren.
Okay. So, die Pfirsiche sind püriert. Die gebe ich mir jetzt in eine Schüssel. Ich habe mir auch schon weitere 4 Blatt Gelatine in kaltem Wasser eingeweicht. Die stelle ich jetzt gerade hier an die Seite. Die dürfen aufquellen. Und zu dem Pfirsichpüree gebe ich jetzt noch den Zitronensaft, 50 Milliliter, entweder frisch gepresst oder eben wie bei mir aus der Konserve sozusagen, gemischt mit der Flüssigkeit der Pfirsiche, also aufgegossen auf 400 Milliliter insgesamt. Das geben wir jetzt hier dazu und rühren dann noch 50 Gramm Puderzucker unter. Gerade kurz verrühren. Jetzt noch den Puderzucker untersieben, damit er einfach nichts klumpt. Schon mal ein bisschen verrühren. So. Und schön unterrühren. Dass alles sehr gut verrührt ist. Ja, und sobald unsere Gelatineblätter wieder eingeweicht sind, schön und wabbelig geworden, können wir sie wieder ausdrücken. Der Rest des Wassers kann weg und muss auch weg, sonst wird zu viel Flüssigkeit. Die Gelatine in einen Topf oder in ein Glas geben und gerade wie ich in der Mikrowelle ganz kurz erhitzen, erwärmen eigentlich viel mehr. Sie darf nicht kochen, genauso auch nicht auf dem Herd. Wenn ihr es auf dem Herd macht, einfach in ein kleines Töpfchen geben, kurz erwärmen, unterrühren am besten, so dass sie sich schön auflöst. So, das waren jetzt nur ein paar Sekündchen bei mir in der Mikrowelle bei 600 Watt. Also wirklich nur ganz kurz, sodass sie schön schmilzt. Und jetzt müssen wir wieder angleichen. Das heißt, wir nehmen uns wieder unsere Flüssigkeit hier, unsere Pfirsichflüssigkeit und geben wieder 6 Esslöffel hier hinein. Unterrühren natürlich. Sobald wir die beiden Flüssigkeiten schön angeglichen haben, können wir jetzt wiederum die angerührte Gelatine hier hineinrühren. Am besten auch unterrühren, einfach zur Sicherheit. Und jetzt ist unser Spiegel sozusagen schon fertig. Den müssen wir jetzt nur noch auf die gekühlte Torte geben und das Ganze dann noch einmal kalt stellen. Und dann können wir die Torte im Prinzip schon servieren. Oder wir pimpen sie halt noch auf mit Sahnehäubchen, mit Deko jedweder Art. Meine Torte war jetzt 1 Stunde im Tiefkühlfach. Ich habe ja so ein Tortenfach bei mir. Ihr könnt sie aber auch 1 Stunde abgedeckt in den Kühlschrank stellen. Im Tiefkühler geht sowas natürlich immer schneller. Die Oberfläche ist fest geworden, halbwegs zumindest. Man muss natürlich die Torte dann insgesamt noch mal ganz durchkühlen lassen. Das ist wichtig. Aber auf jeden Fall können wir jetzt hier unseren Guss schon drauf geben. Und dann muss die Torte noch mal am besten über Nacht, mindestens aber 4 Stunden in die Kühlung. Vorsichtig auffließen lassen. So, ich habe jetzt mal noch die Luftbläschen hier mit dem Zahnstocher aufgestochen. Jetzt ist die Oberfläche ganz glatt, so wie ich es haben möchte. Und jetzt kommt die Torte bei mir für mindestens 4 Stunden, besser aber natürlich über Nacht in den Kühlschrank. Und ihr wisst ja, ich mache das gerne ein über den anderen Tag. Ich werde jetzt heute Nachmittag schneiden schon mal und ihr könnt es am besten auch so machen. Man muss ja doch immer zwischendurch die Küche aufräumen und dann hat man nicht so viel Chaos. Und am nächsten Tag hat man auch wieder Lust, die Torte dann so richtig schön zu dekorieren.
oder sie einfach ganz in Ruhe rauszunehmen und zu servieren und sich um die Familie zu kümmern. Also das ist ganz wichtig, dass man sich da so ein bisschen Zeit nimmt. Bei mir war die Torte jetzt über Nacht im Kühlschrank abgedeckt natürlich und sie ist schön fest geworden. Jetzt bleibt mir nur noch, sie aus dem Ring zu schneiden und dann werde ich sie für euch probieren. Ihr könnt natürlich auch eine Tortenrandfolie verwenden, dann wird es noch einfacher, das Ganze jetzt aus dem Ring rauszuholen. Ich verwende immer ein scharfes Messer und fahre vorsichtig an der Innenseite des Tortenrings entlang und versuche die Masse so ein bisschen zu lösen einfach. Dann den Ring lösen, vorsichtig natürlich, und das Ganze jetzt vorsichtig abziehen. Und wenn ihr eine Tortenrandfolie dran habt, dann könnt ihr es auch nach oben abziehen. Und ich muss jetzt halt gucken, dass ich hier vorsichtig aufmache, dass da nichts reißt, dass sie möglichst schön bleibt. Und ihr seht, durch die Adhäsion hängt es so ein bisschen dran, aber ganz vorsichtig kann man ziehen und dann geht es ab. So, die Torte ist befreit und wir können sie aus dem Ring nehmen, vorsichtig. Und die Torte sieht einfach wunderschön aus. Einfach der Oberhammer. Ich werde sie jetzt ausnahmsweise mal so lassen. Natürlich könnt ihr hier oben auf jetzt einen Ring aus Sahnetupfen spritzen und dann noch kleine Pfirsichscheiben oben auflegen oder vielleicht Schokoherzen. Das macht einen schönen Kontrast. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich freue mich dann natürlich auch auf eure Fotos, wie ihr sie dekoriert habt. Ich werde sie jetzt, wie gesagt, so lassen und sie für euch gleich probieren. Und da kommt unser wunderschönes Stück. Sieht fantastisch aus. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Und ich glaube, Jo, der jetzt hier um die Ecke steht, der wird gleich auch sich ganz doll freuen auf seine Torte. Jetzt schiebe ich das mal hier runter. Vorsichtig. Und es hält. Super toll. Jetzt werde ich noch ein zweites Stück rausschneiden, gleich mal für Jo. Und dann können wir probieren für euch. Jo und ich freuen uns, die Torte für euch zu probieren. Uns knurrt schon der Magen, muss ich zugeben. Ja, Jochen, dann hau mal rein, ne? Fruchtig, ne? Super fruchtig. Saftig und fruchtig. Ja, was soll ich sagen? Also die Torte schmeckt mega fruchtig. Also ich bin ja begeistert davon, weil sie auch so ein bisschen zitronig schmeckt. Da ist ja viel Zitronensaft drin. Und ich liebe Zitronensaft, überhaupt Zitrone. Und ich finde, die Torte ist super einfach gemacht und schmeckt einfach traumhaft fruchtig. Ich kann sie mir auch gut mit anderem Obst vorstellen. Und ich kann sie mir auch gut, sehr gut sogar mit meinem Biskuit vorstellen. Ich glaube, das würde mir noch besser gefallen. Jo, was sagst du dazu? Also, ich könnte sie als Geburtstagstorte mir vorstellen. Als Geburtstagstorte. Das ist toll. Ja, es ist ja eine richtig sonnige und schöne Torte und so möchte man seinen Geburtstag feiern. Das war die wunderschöne frühlingsfrische Pfirsich-Joghurt-Sahnetorte. Eine super einfache und wunderschöne Torte für Frühling, Sommer, eigentlich fürs ganze Jahr. Also sie schmeckt wirklich grandios, müsst ihr unbedingt nachmachen und ich freue mich, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden, mit eurer Familie teilt. Das geht hier unten über die Teilen-Funktion unter dem Video. Da könnt ihr das Ganze per WhatsApp verschicken oder in euren Facebook-Gruppen posten. Das dürft ihr sehr gerne tun. Ich freue mich natürlich auch über eure Fotos von euren Tortenwerken, besonders wie ihr diese Torte vielleicht noch oben auf dekoriert. Also wie gesagt, da lässt sich wirklich alles Mögliche damit machen. Ja, jetzt bleibt mir nur noch euch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog und natürlich nächsten Sonntag um 10 Uhr zu einem neuen Torten- und Kuchen-Video. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!